Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute werde ich mich mit dem WD-40 beschäftigen. WD-40 ist sehr umstritten. Viele halten nichts davon. Aber genauso viele sind von seinen Eigenschaften begeistert und behaupten, dass WD-40 ein Wundermittel ist, das fast alles kann. Da die alte Bauernweisheit sagt, einer, der alles kann, kann nichts richtig, habe ich deshalb Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengefasst und werde dir die 10 Wahrheiten über W40 vorstellen. Gleich wirst du erfahren, was WD-40 wirklich kann. Wo kommt WD-40 her? WD-40 ist ein Produkt des US-amerikanischen Unternehmens WD-40 Company. Auf dem amerikanischen Markt bietet die WD-40 Company eine Reihe von Reinigungs- und Schmiermitteln an. In Deutschland wird WD-40 von dem Unternehmen als ein Multifunktionsprodukt vertrieben. Was ist überhaupt WD-40? Die Abkürzung WD-40 stammt aus dem Englischen und bedeutet Wasserverdrängung im 40. Versuch bzw. 40. Rezeptur. Das Produkt wurde 1953, wie schon der Name sagt, als Mittel für die Wasserverdrängung und Korrosionsschutz entwickelt und wird seit 1958 offiziell im Einzelhandel vertrieben. In den 60er Jahren wurde es bekannt durch die Verwendung als Waffenreinigungsmittel im Vietnamkrieg. Ende der 60er Jahre eroberte WD-40 Lateinamerika, Australien und Neuseeland. Das Vertriebsnetz wurde seither ständig ausgebaut. 1993 hatte WD-40 bereits in 4 von 5 amerikanischen Haushalten und in 81% der Werkstätten einen festen Platz. Woraus besteht WD-40? Da die Rezepturen in Deutschland und in Amerika unterschiedlich sind, unterscheidet sich auch die Zusammensetzung in den beiden Vertriebsregionen. In Amerika besteht WD-40 aus kettenförmigen Kohlenwasserstoffen, die 40–50% der Zusammensetzung ausmachen. Weitere 15–25% gehören dem Petroleum, 12–18% langkettige Kohlenwasserstoffe, 2–3% Kohlendioxid und zuletzt maximal 10% nicht harzende Zusätze. In Deutschland und in den meisten Europaländern sieht es ganz anders aus. Hier haben wir sogar 60–80% Petrolether drin, 1–5% Kohlendioxid, 2% machen die Aromen aus und den Rest bilden unbekannte Zusätze. Wo befinden sich laut Hersteller seine Haupteinsatzgebiete und seine Stärken? Seine Haupteinsatzgebiete werden von folgenden Eigenschaften bestimmt. WD-40 schmiert. Die schmierenden Inhaltsstoffe von WD-40 haften an allen beweglichen Teilen, sorgen für einen optimalen Lauf und verhindern Quietschen. Es löst fest sitzende Mechanik, verklemmte und rostige Metallteile, Schrauben und Muttern. Metalloberflächen werden von Feuchtigkeit und Korrosion geschützt. WD-40 verdrängt Feuchtigkeit, hält die Feuchtigkeit von elektrischen Systemen fern, trocknet diese und hilft bei Kurzschlüssen, die durch Feuchtigkeit verursacht wurden. Es löst Schmutz, Öl, Fett und Klebereste. Ja, das alles sagt der Hersteller, aber viel interessanter ist es, wie es in der Praxis aussieht. Deshalb schauen wir uns das jetzt an. Schmieren. Um diese Eigenschaft genau zu beurteilen, müssen wir uns erstmal die Definition des Begriffs anschauen. Schmieren ist das Benetzen von beweglichen Teilen mit einer Substanz, die mechanische Reibung reduziert. Also wenn es um die Reduzierung der Reibung geht, dann kann man sagen, dass WD-40 diese Anforderung erfüllen kann. Da es aber bis zu 80% aus Polyether besteht, wird sie nicht lange anhalten. Polyether verdampft relativ schnell. Deshalb wird man mit zum Beispiel einem Salatöl besseres Ergebnis erreichen. Ist die Reinigung seine Stärke? Ja, das kann WD-40 auf jeden Fall sehr gut. Wegen der sehr guten fettlösenden Eigenschaften und der einweichenden Wirkung können hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, aber auch Kleberrückstände und Kaugummis entfernt werden. In dieser Disziplin kann WD-40 auf jeden Fall punkten und ein gutes Ergebnis liefern. Eine Sache muss dabei aber beachtet werden. WD-40 entzieht die Weichmacher aus den Kunststoffen, deshalb ist hier Vorsicht geboten. Übertreibung kann unerwünschte Schäden verursachen. Der Korrosionsschutz. Das Thema Korrosionsschutz ist beim WD-40 mit Sicherheit ein großes Missverständnis. Ich habe noch nie gehört, dass jemand probiert hat, zum Beispiel einen Oldtimer mit WD-40 vor dem Rost zu schützen. Und wenn doch, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er damit zufrieden war. Schreib mir in die Kommentare, was du darüber denkst. Die Feuchtigkeitsverdrängung. Für diese Aufgabe wurde WD-40 entwickelt.
Deshalb gehört es unbestritten zu seinen Stärken. Auf die Oberfläche aufgetragen, bildet es eine Trennschicht zwischen dem Wasser und dem Metall, die dazu führt, dass das Wasser in Perlen abläuft. WD-40 kann mit diesem Effekt elektrische Anlagen trocknen und Kurzschlüsse verhindern, die durch Feuchtigkeit entstehen. Wie lange ist WD-40 haltbar? Die Haltbarkeit ist mit 5 Jahren ab Produktionsdatum angegeben. WD-40 ist jedoch oft wesentlich länger haltbar und funktioniert danach immer noch einwandfrei. WD-40 hilft beim Lösen von korrodierten Schraubverbindungen. Bevor ich die Frage beantworte, werde ich erstmal zeigen, wo an den Schrauben Kräfte entstehen, die beim Lösen Schwierigkeiten bereiten können. So kann man es am besten veranschaulichen. Ich habe hier 2 Fälle vorbereitet. Das ist Fall 1 mit einer Durchgangsbohrung. Hier sehen wir die Schraube mit einer Mutter. Und Fall 2 mit einer Sacklochbohrung. Hier sieht man eine Schraube, die in einem Werkstück bzw. einem Teil versenkt ist. Die Reibungskräfte, die beim Lösen überwunden werden müssen, entstehen am Gewinde und am Schraubenkopf bzw. an der Mutter. Ich habe die betroffenen Bereiche rot markiert. Wenn also an diesen Stellen Rost entstanden ist, führt das dazu, dass die Reibungskräfte stark steigen. Im schlimmsten Fall kann dadurch die Schraube beim Lösen sogar abgerissen werden. Deshalb ist in so einem Fall der Einsatz von dem Kriechöl auf jeden Fall sinnvoll. Man muss mit ihm die betroffenen Bereiche gezielt behandeln. Ja, das war sehr theoretisch. Schreib deshalb bitte in die Kommentare, welche praktischen Erfahrungen du mit diesem Thema schon gemacht hast. Der Erfahrungsaustausch wird mit Sicherheit alle interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.